Wie würdest du den Start ins NLZ-Jahr 26, 27 in ein paar Sätzen beschreiben? Wie ist gerade die Stimmung? Als erstes ist, wir sind in einer Phase, wo Teile der Mannschaft ja gerade noch im Offboarding sind. Also der ganze Aufbaubereich trainiert ja quasi noch die Saison aus, geht jetzt in die Pause. Gleichzeitig sind die Leistungsmannschaften, haben jetzt schon den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. U19, U23 sind drin. Ich empfinde gerade, dass wir zum einen in der Phase sind, wo wir sehr viele Dinge analysieren, rekapitulieren und gleichzeitig für die neue Saison eine große Aufbruchstimmung, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben vor 2-3 Jahren, dass wir den weitergehen und dass wir aber auch die Lehren ziehen aus dem einen oder anderen Thema, wo es in der letzten Saison vielleicht auch noch ein bisschen geknatscht hat. Kannst du ein Beispiel nennen, wo du gemerkt hast, das müssen wir künftig anders machen und was wir konkret verändert haben? Also das eine ist, was wir gemerkt haben, wir haben ja eine extrem steile Rampe gebaut. Das heißt, nicht nur im Lernentwicklungsweg zu den Profis, wir haben ja vor einem Jahr in dem Podcast gesessen und dieses Bild bemüht, dass wir die Rampe so steil wie möglich bauen wollen, damit der letzte Schritt für die Spieler so einfach wie möglich ist. Wissen, dass es immer noch der extremste sein wird. Mit dem Output, dass wir 4 Debüts gehabt haben, dass 4 Spieler oben angekommen sind, 2 davon in der Rückrunde auch feste Bestand haben, bin ich extrem zufrieden. Am Ende ist das die Währung, an der wir die Arbeit im NLZ bemessen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Sogwirkung im Schatten dieser Jungs, dass wir nämlich mit so jungen Mannschaften dann in der U23, in der U19, U17 und auch den weiteren Altersklassen darunter spielen, uns vor allem in der Belastungssteuerung der Jungs zu anderen Maßnahmen zwingt. Wir hatten letztes Jahr eine relativ kleine U19, eine relativ kleine U17, einfach von der Anzahl der Spieler. Und wenn du in der Altersklasse wettbewerbsfähig sein willst und Spieler auch regelmäßig im Trainings- und Spielbetrieb haben willst, dann kannst du mit einer Mannschaft, die im Schnitt ein Jahr fast jünger ist als der Gegner, nicht mit kleinen Kadern arbeiten. Insofern, das, was wir dieses Jahr im Korrektiv behoben haben, ist, dass wir die Kader etwas breiter, etwas ausgewogener gestaltet haben. Ganz, ganz viele Jungs von uns mitgenommen haben. Da bin ich einmal extrem froh drüber. Wir sind, was das Thema Durchlässigkeit angeht, auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, die Zahlen zu erreichen, die ich mir vorstelle. Und gleichzeitig haben wir aber auch über den einen oder anderen externen Neuzugang die Kader nochmal so breiter aufgestellt, dass wir in dieser Phase mit den Vielzahlwettbewerben nicht wieder in eine Unterbesetzung laufen und den einen oder anderen Spieler auch durch Phasen durchschicken müssen, wo es ihm vielleicht besser tun würde, wenn er mal eine Pause hat. Gab es denn auch Dinge, bei denen du gemerkt hast, das war jetzt genau richtig, das verstärken wir jetzt nochmal? Eine Sache, die mit Sicherheit in der Beobachtung ein bisschen gebraucht hat, sind individuelle Trainingsthemen. Auch das haben wir, glaube ich, in diversen Podcasts schon mal gehabt. Wir haben ja ein Department, was von ganz unten bis zu den Profis hoch die individuelle Entwicklung der Spieler konzeptionell erarbeitet, dann auch mit den Spielern umsetzt. Und das, was man in dieser Saison extrem gesehen hat, dass diese kleinen Detailthemen, die ersten Touches, die Bewegungen auf individual, taktischer und technischer Ebene, dass die im Laufe der Saison extrem getragen haben und dass unsere Jungs in diesem ganzen Bereich Skill einen extremen Fortschritt gemacht haben. Und das bestärkt uns auch nochmal darin, dass wir den Bereich noch konsistenter über alle Jugendmannschaften ausrollen werden. Alle Jugendmannschaften heißt, wir gehen damit auch ganz runter? Wir sind aktuell ab der U13 durchgehend bis zu den Profis in dieser Systematik unterwegs. In den Altersklassen darunter geht es auch um Skillerarbeitung, aber da sind wir ganz klar im Fokus auf polysportive Skills. Das heißt, wir werden das Individualtraining, so wie es in den Altersklassen darüber ist, nicht bis in den Grundlagenbereich ausrollen, sondern werden da unten, wie gesagt, auf polysportive, eher fähigkeitsorientierte Entwicklung der Jungs setzen. Was bedeutet das polysportive? Was macht das mit den Kindern? Wir haben seit, jetzt, ich weiß gar nicht, 1-2 Monaten haben wir einen Sonntag eingeführt, wo die Jungs, der ist im Namen alles außer Fußball, die sind im Raufen, im Rangeln, im Bewegungen mit Basketball, mit Handbällen unterwegs. Wir wollen einfach, dass sie unten im grundsätzlich koordinativen Fähigkeitsbereich merken wir, dass wir Dinge aufarbeiten müssen, die in der Gesellschaft so einfach nicht mehr so vorhanden sind, wie sie noch vor 20, 30 Jahren waren. Wir sehen das an unseren motorischen und kognitiven und koordinativen Tests. Da ist einfach eine andere Basis bei den Kindern da, als wir das früher gewohnt waren. Deswegen wir sagen, wir müssen auch in den Vereinskontexten darauf achten, dass sie ein breites Bewegungsspektrum abgebildet bekommen, weil nur jemand, der sich koordinativ gut bewegen kann, ist dann später auch in der Lage, feine technische Abläufe im Fußball ausreichend schnell zu erlernen und zu perfektionieren. Hat sich durch diese Erkenntnisse auch im administrativen Bereich, im Trainerbereich, im Grundlagenbereich etwas geändert?
Wir haben dieses Jahr einen Meilenstein erreicht, dass wir jetzt ab der U9 auch immer mindestens einen festangestellten Trainer in jeder Mannschaft haben. Die meisten, die das kennen aus dem Amateurbereich und auch in den NLZs ist es überwiegend so, dass in dem unteren Bereich vor allem Freelancer, Minijobber, Teilzeitangestellte sind. Wir haben gesagt, wenn wir die Qualität in der Ausbildung im Grundlagenbereich erhöhen wollen, so dass wir Spieler von dort in großer Anzahl auch nach oben entwickeln, dann brauchen wir da mehr Ressourcen, mehr Expertisen und müssen auch vor allem pädagogisch gut geschultes Personal fest bei uns binden und haben deswegen entschieden, dass wir zu dieser Saison in der U9 und 10, U11 die Trainerstellen so aufstocken, dass wir immer mindestens einen Festangestellten auch haben. Neben dieser Besonderheit gibt es Projekte oder auch Ansätze, bei denen du sagen würdest, das unterscheidet unsere Arbeit heute deutlich von der von vor 5 Jahren? Also ich glaube, das eine sind die Entwicklungsthemen, die sich konstant weiterentwickelt haben. Wir haben Biobanding mittlerweile auf einem ganz anderen Niveau, als es vor 3, 4 Jahren waren. Wir haben im psychosozialen Bereich Themenbereiche extrem weiterentwickelt. Wir haben eine schulische Begleitung, die mittlerweile mit 4 Partnerschulen viel, viel weiter war, als sie vor 4 Jahren noch war. Wir rollen jetzt mit der Leadership Academy nochmal einen großen Themenschwerpunkt aus, wo wir sagen, wir legen bewusst den Schwerpunkt auch auf die Charakterentwicklung von jungen Spielern. Insofern, wir sind, glaube ich, in ganz, ganz vielen Bereichen. Wir sind vor allem aber in der Gesamtkultur, dass wir uns permanent darüber Gedanken machen, wie wir Spieler ganzheitlich so entwickeln, dass sie die größten Chancen haben, mit beiden Füßen fest im Leben zu stehen und eine lange, erfolgreiche Sportkarriere zu haben. Einen ganzen Schritt weiter, als wir noch vor ein paar Jahren waren. Die U19 hast du gerade schon angesprochen, eine außergewöhnliche Saison. Am Ende mit dem Premier League International Cup, auch wenn das natürlich nicht nur die U19 ist. Die Youth League. Welche Bedeutung haben diese Wettbewerbe wie der Premier League International Cup und die Youth League für unsere Ausbildungsarbeit? Also ich erstmal an der U19, glaube ich, hat sich dieses Jahr gezeigt, wie steil dieser Weg gebaut ist. Wir waren die jüngste Mannschaft in der Nachwuchsliga, wir waren die jüngste Mannschaft in der Youth League, wir waren die jüngste Mannschaft im Premier League Cup. Du hast es gerade schon gesagt, Premier League Cup ist kein U19-Wettbewerb gewesen, sondern es war durchgehend ein Hybrid aus U23 und U19. Wir haben im Winter die Situation gehabt, dass wir bewusst ja vorzeitig Spieler wie Samuel Inacio, wie Luca Reggiani, wie Matisse Albert in die U23 bzw. in den Profikontext geschoben haben. Das macht mit einer Mannschaft im Winter etwas. Das bedeutet, dass wir die Herausforderung haben, dass eine Mannschaft sich wieder in ihrem Gebilde neu finden muss, dass wieder neue Spieler die Chance haben, aber auch die Herausforderung in die Fußstapfen der dann schon etablierteren Jugendspieler reinzuwachsen. Das ist die Phase, in der die U19 mit Sicherheit auch die größten Schwierigkeiten dann hatte, was Ergebnis und Leistung angeht. Wo wir aber auch sagen, wir haben es geschafft und das hat sich dann hinten raus mit dem Titel des Premier League Cups auch wieder bewahrheitet, dass Spieler, die dann in dieser Reihe dahinter vielleicht gestanden haben zu Beginn der Saison, dass sie in der zweiten Saisonhälfte extreme Sprünge nach vorne gemacht haben. Und wenn das dann am Ende gekrönt ist mit einem internationalen Titel, wo wir im Finale eine Mannschaft wie Real Madrid mit einem 2 Jahre jüngeren Kader schlagen können, dann zeigt das, dass dieser steile Weg, so wie wir gebaut haben, nicht nur dazu führen kann, dass wir Spieler für die Profis entwickeln, sondern gleichzeitig auch extrem kompetitiv auf dem Niveau im Jugendbereich sind. Und ich würde im Rückblick auf unsere U17 und U19 auch gucken, wir hätten mit beiden Mannschaften nicht ausscheiden müssen vor beziehungsweise so früh in der Endrunde, sondern auch in diesem steil gebauten Kaderkonstrukt ist es definitiv möglich und unsere Erwartung, dass wir weiterkommen in den Wettbewerben, um den Spielern eben auch die Möglichkeit zu geben, in diesen K.O.-Spielen noch weiter zu reifen. Wenn wir über die internationalen Wettbewerbe reden, dann sprechen wir auch darüber, dass dort anders gespielt wird. Was sind die größten Unterschiede, die dir im Vergleich zu deutschen Nachwuchswettbewerben auffallen? Sowohl Intensität, Spielstil, Mentalität, Taktik? Extrem unterschiedlich, in welchem Wettbewerb und gegen welchen Gegner man spielt. Wir sehen natürlich gegen die Spanier, dass sie eine extreme taktische Raffinesse haben, dass wir extrem technisch gut ausgebildet sind. Wenn wir in der Vorrunde gegen Bilbao und Villarreal spielen, dann ist das eine andere Art von Fußball, gar keine Frage. Auf der Insel, im Premier League Cup, hat man vor allem die ganzen physischen Themen nochmal extrem. Das ist für uns ein Wettbewerb, der ist nochmal 2 Jahre älter gewesen als die Youth League, gerade für unsere jungen U17, U18 Spieler. Wenn man mal auf die Startelf guckt im Finale gegen Real Madrid, wir haben allein in der offensiven Viererreihe, also auf den beiden Flügelpositionen auf der Achter, 3 U17-Spieler und nur 18-Spieler aufgestellt gehabt in der Startformation. Das dann gegen eine Mannschaft, die auf der anderen Seite technisch ausgebildet ist, aber auch eine extreme Physis mitbringt, ist eine Challenge, die wir so im deutschen Fußball
den Jungs aktuell noch nicht anbieten können. Und auch vorher, wenn wir gegen englische Mannschaften spielen, mit welcher Präzision sie vor allem das Longball-Game beherrschen, mit welcher Präzision sie ihre sehr physischen Stürmer auf vorderster Linie in Szene setzen, ist für unsere Innenverteidiger und Defensive ein extrem guter Reiz, an dem sie sich dort abarbeiten können, weil wir den so eigentlich in der Liga in Deutschland relativ selten vorfinden. Gibt es Dinge, die man aus diesen Spielen, nehmen wir jetzt mal die langen Bälle, diese präzisen langen Bälle, die man dann direkt ins tägliche Training einbaut, womit der Lerneffekt auch dagegen zu spielen erhöht wird? Also das eine ist natürlich die Adaptation direkt der Mannschaften im Bespielen dieser Systeme. Wenn es darum geht, unser eigenes Spiel weiterzuentwickeln, machen wir das nie als aus der Analyse eines einzelnen Spiels, sondern natürlich fließen diese ganzen Spiele am Ende in eine Saisonanalyse ein. Wir gucken uns den Weltstand an. Was wird auf allerhöchstem Niveau gerade erwartet, verlangt, versuchen zu antizipieren, was in 3 bis 5 Jahren verlangt wird. Und natürlich ist Longball-Game eine Facette davon. Und so entwickeln wir unser Game Model und unsere Trainingsmethodik permanent so weiter, dass wir auch diesen Themen in der Ausbildung dann Rechnung tragen. Kommen wir zu U23. Welche Rolle nimmt die U23 in dieser Saison im Gesamtkonstrukt des BVB ein? Die gleiche Rolle wie letztes Jahr auch schon. Also die U23 ist ganz klar die letzte Ausbildungsmannschaft. Sie ist die letzte U-Mannschaft. Dementsprechend steht das Thema Ausbildung, Heranführung von Spielern ist die höchste Priorität dort. Gleichwohl haben wir einen Anspruch auf Wettbewerbsfähigkeit und auf sportliche Ambitionen auf Mannschaftsebene. Wir hatten vor einer Woche einen Trainingsauftakt und ich habe es den Jungs im Kreis dort gesagt, ich erwarte von jedem, dass er dazu beiträgt, dass diese Mannschaft sehr, sehr schnell zusammenwächst. Wir haben, wie es immer ist in der U23, eine starke Fluktuation. Das heißt, es ist wieder eine Gruppe, die sich finden muss und wird. Und gleichzeitig hat jeder individuell in dieser Mannschaft die Chance, dass der Niko Kovac auf dem Nebenplatz auf sich aufmerksam macht. Das heißt, diese beiden Aufträge sind da, als Mannschaft schnell zusammenwachsen, mannschaftlich homogen werden, vor allem auf einer Team- und Kulturebene, sportliche Inhalte, die wir im Game Model haben, umsetzen. Und dann ist jeder Spieler einzeln dafür verantwortlich, dass er den Schritt schaffen kann, weil es ist nirgendwo kürzer als von einer U23 in eine Profimannschaft. Hat sich die Zusammensetzung der U23 im Vergleich zum Vorjahr verändert? Also die U23 ist in einer permanenten Veränderung. Wir haben ja eine U23 besteht ja aus mehreren Säulen. Die eine Säule sind die Ankerspieler, sind die Spieler, die schon gestandener sind, die in diesem Altersbereich schon Erfahrung gesammelt haben. Da haben wir mit Jesper Verlat eine Veränderung vorgenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall noch einen Spieler, der die 2., 3. Liga kennt, der dieses sportliche Niveau kennt, gleichzeitig, und mein erster Eindruck von ihm ist sehr positiv, der in der Lage ist und willens ist und diese Rolle annimmt, diese Mannschaft auf und neben dem Platz zu führen, der junge Spieler an die Hand nimmt und ihnen auch zeigt, an welchen Themenbereichen sie noch arbeiten müssen. Dann sind es die jungen Spieler, die hochkommen, denen wir die unmittelbare Profiperspektive zusprechen. Da hatten wir letztes Jahr schon den einen oder anderen, die Entscheidung, dass wir beispielsweise einen Moussa Kaba frühzeitig hochgeschoben haben. Auch das wird dieses Jahr wieder der Fall sein, dass wir junge Spieler ranführen. Und dann gibt's natürlich eine ganze Reihe von spannenden Perspektivspielern, die wir auch immer wieder dann von außen dazu holen werden. Weil ganz klar ist auch, es wird für den einen oder anderen Spieler in der U19 auch ein Entwicklungsschritt sein, neben der U23 schon den Sprung irgendwo anders in eine 1. oder 2. Liga zu machen. Mit dem Wunsch, wir haben es ja schon gesehen, ist beispielsweise in Thierry Tatzemeta auf uns zugekommen. Diese Entwicklung bei Kaiserslautern werden wir ganz genau beobachten und uns anschauen, ob er darüber den Schritt Richtung unsere Lizenzmannschaft auch noch gehen kann. Die Jungs sind absolut bei uns im Blickfeld. Und es gibt die Spieler, wie gesagt, die als Perspektivspieler dann von außen dazukommen. Wir haben eine ganze Reihe von sehr spannenden Entwicklungsspielern in die U23 dazu geholt, wo wir glauben, dass sie der Mannschaft gut tun, wo wir aber auch eine Fantasie haben, dass es bei denen einen ganz großen Entwicklungsschritt geben kann.